Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von den Trade Street Boys. Schön, dass ihr einschaltet. Schön, dass ihr da seid. Heute am 8. September. Es ist 11:28 Uhr und es gibt einiges zu sagen. Wie war euer Wochenende? Meins war sehr entspannt, aber wir haben eine echt kritische Woche vor uns. Und warum das so ist, darüber müssen wir reden. Liked uns, abonniert uns, kommentiert uns, penetriert uns in unserem Chat, denn wir sind für euch da. Hier seht ihr unsere Seite Trade Street Boys. Ja, wir wachsen. Wir sagen Danke für viele Zuschauer, für viele Aufrufe. Wir hoffen, euch gefällt's. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal reingehen in die Analyse, wie denn der heutige Trading-Tag aussieht und die Woche. Was so meine Einschätzung ist, das ist immer keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur das, was ich in meinem kranken Hirn mir so ausdenke. Es gibt auch noch News zum Bereich Gold. Da hatten wir ja leider auch wieder mal recht. Da ist nämlich auch was passiert. Und es gibt auch noch wirtschaftstechnisch einige Dinge, die heute vor allem noch sehr interessant sein können und die das ganze Europäische Unionsthema ein bisschen durchrütteln dürfte. Lasst uns einsteigen. Aber ihr wisst, zuerst ein Schluck Kaffee. Legen wir los. Schön, dass ihr da seid. Folgendes. Frankreich. Je m'appelle Steve et toi, ça va? Una mierda, würde der Spanier dann wieder sagen. Merde. Und zwar ist in Frankreich, warum? Wir haben hier Probleme. Heute steht die Regierung in Frankreich übrigens vor dem Aus. Das geht hier darum, dass der Herr Bayrou sich heute die Vertrauensfrage stellen lässt, weil der französische Staat hat ein bisschen ein Problem mit dem Geld. Die haben nämlich eine sehr, sehr hohe Verschuldung. Erinnert mich ein bisschen an das Thema Griechenland und die haben es echt ja wieder geschafft, Gott sei Dank aus eigener Kraft und wir mussten kein Geld geben. Genau. Dementsprechend auch hier wurde schon von der EZB, falls irgendwas passiert, zugesichert, dass da eine Unterstützung stattfinden soll. Diese Geschichte wird sich heute entscheiden. Sollte er abgewählt werden, könnte das spannend werden. Das wäre nach 10 Monaten die nächste Regierung, wo hops geht. Könnte ein Vorbild vielleicht für andere Länder sein, die rechts neben Frankreich liegen, wo es mit der Regierung auch etwas, ja, sagen wir, durchwachsen ist. Das Thema könnte heute ein bisschen rupfen, deswegen merkt man auch, der DAX heute noch echt unentschlossen, ist so irgendwo in dem Bereich unterwegs, immer noch zwischen 22,680, 23,680, 23,8. Heute früh konnte ich durch einen kurzen Long ein bisschen was verdienen, aber da gehen wir gleich drauf ein. Ich habe die Charts hier oben schon geöffnet, habe noch nicht viel analysiert, das will ich mit euch zusammen machen und dementsprechend Vorsicht geboten, das könnte etwas auslösen. Aber gucken wir mal. Da wir ja gerade von unserer Politik auch sprechen, möchte ich noch kurz Bärbel Bass, ja, für mich eine der absolut sympathischsten Mandatsträgerinnen, die jemals bei uns hervorgegangen ist. Diese junge, dynamische Dame, ja, ich muss leider darauf eingehen, ich finde es witzig, die möchte jetzt ein bisschen, dass das ans Geld geht von den Leuten, die welches haben. Die ist da sehr, sehr rigoros drauf. Also die möchte die Beitragsbemessungsgrenzen ein bisschen anheben und will uns auch ein bisschen mehr schlachten. Das heißt, den Leuten, die ein bisschen was verdienen, noch mehr wegnehmen. Und ihr wisst, wir haben sowieso schon einen der höchsten Steuersätze überhaupt. Und unser Rentenniveau ist eines der beschissensten in ganz Europa. Ich würde es mal vorsichtig sagen, wer kann denn noch behaupten, dass er vor 10 Jahren in seinem Job mit jetzt 45, 50 Jahren das Gleiche verdient? Ja, das ist nämlich das Gleiche. Und die Inflation und Fugazi und ihr wisst selber, ja, das ist nämlich schwierig. Die Leute haben immer weniger am Geldbeutel und teilweise wird es auch falsch verteilt, meiner Meinung nach. Das finde ich ein bisschen kritisch. Das ist auch wieder nicht genau dieses Licht, welches brennen sollte und diese Kerze, die gezündet werden sollte, um unsere Wirtschaft hier mal anzukurbeln, um unsere 0,2 oder 0,3% minus BIP
BIP, Bruttoinlandsprodukt, irgendwo wieder nach vorne zu bringen. Also wir sind da mit Abstand das schwächste Land, während Russland die Daten gemeldet hat, die haben 4,6% Wirtschaftswachstum, ja trotz Sanktionen, dass es raucht. Da redet ja niemand drüber. Und ja, ich finde immer noch Kollege Milei in Argentinien einen der genialsten, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen in ein Korruptionsskandal verwickelt ist. Ob der jetzt angeheizt worden ist oder nicht, wir wissen es nicht, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, Argentinien wieder ein bisschen nach vorne zu bringen und das wird bei uns leider zu wenig berichtet, weil da die Medien ein bisschen, nennen wir es, gleichgeschaltet sind. Aber dafür haben wir solche Kandidaten wie die Frau Baas. Super. Oder auch Friedrich Merz. Hervorragend. Ich bin begeistert. Ich würde mich echt freuen, wenn Robert wieder zurückkommt. Ich vermisse ihn wärmstens. Genau. Schauen wir mal auch auf ein bisschen wichtigere Daten. Der Wirtschaftskalender. Ihr wisst, ich habe es euch gezeigt, Investing ist hier immer ganz cool zu nutzen. Da sehen wir, was so hier diese Woche abgeht. Ich gehe mal auf diese Woche und mache hier mal die Relevanz. Ich sage mal, das ist jetzt heute mal ein Tag, der ist jetzt recht unwichtig. Ja, da passiert nicht viel, irgendwelche Anleihenauktionen, sonstiges. Das wird jetzt uns nicht arg beschäftigen. Verbraucherkredite in den USA kommt dann um 21 Uhr. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Was aber auch festzustellen ist, bitte auch mal gehört haben, die Kreditausfälle ja bei den Kreditkartenunternehmen der High-Class-Kunden, sprich der sehr gut betuchten, ist um 100% gestiegen. Also das ist auch ein bisschen ein kleiner Vorbote vielleicht, dass da die Zahlungsmoral bzw. eigentlich so die Kohle, die da bei denen da ist, nicht so hoch ist. Und wir hatten ja letzte Woche die Arbeitsmarktdaten, ihr wisst, die waren jetzt eher durchschaubar. Wichtig wird die Woche Folgendes. Es kommen nämlich einige Daten zum Thema Inflation. Und da startet das ganze Thema. Und zwar am Mittwoch. Mittwoch geht es dann ein bisschen los. Und zwar, da fängt es an mit den Erzeugerpreisen. Dieser ist, ich sage mal, ein sehr, sehr wichtiger ausschlaggebender Punkt. Die letzten waren ja etwas höher. Das hat den Markt mal kurz nach unten gesuppt. Sollten wir hier auch wieder über der Prognose liegen, könnte das auch wieder Spannung erzeugen und den Markt nach unten drücken. Klar, die Zinssenkung wird kommen jetzt nächste Woche von der FED, aber inwieweit die Höhe ist, wird hier nochmal ein bisschen neu am Roulette-Tisch gewürfelt. Nee, gekugelt. Ihr wisst, was ich meine. Das wird interessant. Ja. Auch für die Ölleute ein bisschen die Lagerbestände, wenn jemand in Öl investiert, beziehungsweise hier auch Long- oder Short-Positionen auf hat, könnte das auch ein kleiner Hinweis sein. Öl ist ja auch immer abhängig von der Wirtschaft, sprich ist wenig los, ist Flaute, wird Öl billig und das Öl ist momentan billig, ist auch manchmal ein Vorbote, den man nehmen könnte. Genau, dann geht es freundlich weiter und zwar am Donnerstag die Verbraucherpreise, also nicht Erzeuger, sondern Verbraucher, sprich also wie wir kaufen, was kostet das Ganze, wenn wir da auch wieder über der Prognose liegen würden, weil Erzeugerpreise sind höher, sprich die Erzeugung, bedeutet, das wird ja irgendwann dann umgeschlagen auf den Verbraucher. Es gab ja auch mal die Eierkrise in den USA, ihr könnt euch erinnern, das war jetzt vor einem halben Jahr ungefähr, das hat dann die Eier ein bisschen teurer gemacht, ist ja auch mal ganz gut. Aber ihr wisst, auf so Kleinigkeiten achten die Leute und das bringt dann auch immer gewisse Stimmung. Schauen wir uns das an, das könnte 2 spannende Tage werden mit Trades hier aufpassen, vorsichtig sein, kann natürlich auch komplett in die andere Richtung gehen, dass man sagt, Mensch geil, das ist alles besser. Beachten, ganz wichtig. Und gut, die Arbeitslosenanträge, die kommen dann ja jeden Donnerstag sowieso um 14:30 Uhr, hier müssen wir mal schauen. Und ja, die Lagarde von der EZB möchte auch nochmal was sagen. Die spricht was, da wird aber nichts passieren. Wir werden keine Zinssenkung, Zinserhöhung, sonstigen Spaß bekommen. Das ist ein Non-Event. Aber man macht es halt. Soll ja was kosten. Genau, Freitag kommt noch Uni Michigan. Das ist noch alles und Verbraucherpreise in Spanien, die hier noch mal bestätigt werden. Und um 16 Uhr dann Uni Michigan ist die Konsumentenerwartung. Verbrauchervertrauen und so weiter, macht jetzt ein bisschen was aus, aber wird nicht ausschlaggebend sein. Das sind halt mal die wichtigsten Details, die jetzt diese Woche anstehen. Genau, gehen wir mal rein ins Trading, gehen wir mal rein in den wichtigsten Indizes, meine Damen und Herren. Ja, das ist der DAX, genau. Schauen wir uns das mal an, machen wir 15 Minuten Chart einfach, gucken uns die Geschichte mal an, wie das hier aussieht, so die letzten Tage. Ihr wisst, es gab hier einen
ja, so einen sachten Abverkauf ja, in dem Bereich diese 4,71, 4,70, genau, das war also 4,50 war der Punkt, den wir damals angesagt hatten, der die Short-Nummer mitnimmt. Wir sind ja dann raus, dümpeln jetzt hier so rum. Wenn ich jetzt hier das Bild sehe, will er irgendwie nach oben, aber er bleibt heute relativ stabil. Ich sehe hier Ansatzpunkte irgendwo für Long im Bereich ja, 8,50, 8,60, die könnten wir erreichen. Wir sind aber gerade in der goldenen Mitte drin, dementsprechend brauchst du jetzt gerade nichts öffnen. Jetzt ist sowieso erstmal der Markt relativ tot, denn wir warten auf 14:30 Börsenvoreröffnung Amerika, 15:30, 15:45 die richtige warme Eröffnung. Und wie gesagt, Frankreich ist noch ein Thema. Ich sag mal oben irgendwo, wenn wir über die 800 drüber gehen, 8,50, 8,80 machbar. Und unten wäre mir eigentlich der Weg am liebsten, ja, sollte das hier alles sauber sein, dass wir hier unten nochmal auf diese 4,70, 4,50 auftippen. Da sehe ich dann auf jeden Fall auch nochmal eine ordentliche Long-Chance. Die würde ich aber dann mit einem SL irgendwo im Bereich 93 absichern. Also SL ist immer der Stop-Loss. Und dann könnte das Ganze hier nochmal nach oben gehen. Für die Woche sehe ich irgendwo den Deckel in dem Bereich hier. Das wäre die, ja, so die 49, 59. Und sollte es die Woche noch höher gehen und irgendwas Hervorragendes kommen, könnten die 24,90, die hier ja auch mehrfach angelaufen worden ist, ja, beziehungsweise 24,1 noch kommen. Es bleibt abzuwarten. Es bleibt wirklich abzuwarten. Ich denke mal, wir werden einen Seitwärtshandel bekommen, also wir nennen das Box Trading, sprich die Bereiche irgendwo die 450, 500 bis 800. In dem Bereich werden wir uns, denke ich mal, aufhalten im DAX bis Mittwoch. Und dann kommen die Erzeugerpreise und dann werden wir ein bisschen mehr Bewegung sehen und dann wird entschieden, ob es dann weiter hoch geht oder runter. Deswegen bin ich neutral eingestellt, also kein Oh-Oh, aber oh la la, Vorsicht geboten. Genau, als nächstes gucken wir uns noch Gold an. Ja, ich hatte ja euch mitgeteilt, es ist schon wieder brutal. Ja. Ich hatte ja einen Short noch aufgemacht, Freitagabend, den konnte ich heute Morgen dann rausdrücken mit, ich lasse es glaube ich 12, 15 Euro Gewinn sein. Ich bin aber lieber raus, weil ich das hier schon gleich gesehen habe und ja, bin nochmal Short rein. Hier tatsächlich bei der 3,6, Entschuldigung meine Damen und Herren, bei der 3,612 gehe von einem Rücklauf aus in den Bereich 3,6, 3,685, hier in diesem Mittellevel 3,690, 3,590, 3,585 und würde die kurze Strecke mitnehmen. Dann ja, sollte Gold nach oben noch weiter ausbrechen. Ich habe es euch gesagt, die 3620, wir haben sie fast erreicht, 3,61748, also das war wirklich wieder fast auf dem Punkt, was wir hier gesagt haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann hier sowas kriegen. Un momento, por favor. Dass wir hier nochmal so ein Stückchen dann hier runtergehen, gegebenenfalls noch ein Stückchen tiefer und dann hoch zu 3,660 laufen. Also es kommt darauf an, könnte auch sein, dass wir nochmal hier runterkommen und dann hochziehen. Aber das sind so schön gezeichnet, ne? Also man nennt mich ja auch Steve Picasso. Das sind die Bereiche, die wir hier irgendwo anlaufen könnten. Also unten Long Chance 3,570, 3,575, 3,540 oder diese Shorts eben wie gesagt ziehen. Dementsprechend, so schätze ich erstmal das Gold ein, meine Lieben. Genau, gucken wir mal rein noch, was macht der Ness. Ness hatte ja auch am letzten Freitag eine richtige Kerze nach unten. Wir hatten das ja vorausgesagt mit dem Shorts, also YouTube Shorts bitte anschauen. Und dementsprechend auch hier wieder die neutrale Bewertung. Ich würde da auch hier im Boxbereich unterwegs sein. Boxbereich sehe ich hier im Trading bei folgenden Punkten. Das wäre einmal das Hoch vom 5. Freitag, kurz bevor die Börse dann so richtig eröffnet ist, beziehungsweise 15:30, 15:45. Das wäre die 8,50 circa.
Und wie ihr seht, wir sind in der Mitte und unten mal die 600 und darunter bleiben für mich die Ziele, die ich hier eingezeichnet habe, die 490, 603, 395 hier in dem Bereich. Also ich werde gucken, wie sich hier oben verhält. Heute sollte es dahin gehen. Ob er die 24 mitnimmt, könnte sogar noch passieren, weil die wäre ja auch noch offen. Das wäre vielleicht psychologisch noch die Zahl, wo sich, ich sag mal, die Algos und die Großen noch irgendwo hin bewegen wollen könnten. Und dann sehe ich hier eine Short-Möglichkeit nach unten auf jeden Fall. Viele schreien ja momentan 20% Korrektur, wann platzt die Blase, Hilfe, Hilfe. Also wenn ich da gestern die YouTube-Kanäle angeguckt habe, die waren ja alle teilweise, nicht alle, aber teilweise sehr, sehr negativ. Ganz so schlimm sehe ich nicht. Ich hatte euch ja gesagt, wir kriegen eine Korrektur. Ich sehe da nicht 20, vielleicht nochmal 5, 6, 7%, je nachdem, was halt jetzt kommt. Ne? Aber für den Monat 5% könnte ich mir schon noch vorstellen, die bleiben bestehen. Und die 2%, die ich euch ja angesagt habe, vorletzte Woche, die hatten wir letzte Woche. Dementsprechend passt das soweit, glaube ich, immer mit den Prognosen. Ich hoffe, ihr seid damit auch zufrieden. Genau, also Dow Jones, ja, haben wir das gleiche Spiel. Dow Jones, der hätte jetzt nach oben mehr Luft. Ja, wenn man mal guckt, dass jetzt der NAS über das letzte All-Time-High, was ein halbes Jahr her ist, über 1000 Punkte drüber performt hat, ist beim Dow hier oben irgendwie der Deckel drin. Könnte der ausbrechen? Ja, könnte er. Könnte einbrechen? Könnte er. Deswegen hier auch Box-Trading. Man könnte die Höhen nehmen, 1, ja fast 2, 3 in dem Bereich ist so 45,77, 45,57, dass man einen Short vorsichtig eröffnet. SL sollte dann irgendwo im Bereich 46, 46,1 und K.O. irgendwo bei 48,9, 49,5 in dem Level, dass man für heute jetzt mal einfach entspannt traden kann. Nach unten dann würde das Ganze erstmal laufen in Richtung, ja, die 45,370 zur 45,180, 45,150, 45,70. So in dem Bereich verhält sich die Geschichte. S&P Short sind wir ja auch noch drin, den mache ich euch auch schnell auf den Chart, dass wir den kurz analysieren können. Und da sehe ich oben immer noch Folgendes. Wir haben ja hier einen Short nochmal geöffnet am Freitagabend bei der 6473. Ich würde mal abwarten, wie sich das hier heute verhält. Dieses Gap hier, ja, das wird wahrscheinlich noch zugemacht. Würde hier Short-Einstiege auch finden, nochmal in dem Hoch vom Freitag 6532. Nach oben hin wäre noch die 6560 machbar für diese Woche. Mehr sehe ich für diese Woche nicht beim S&P. Wenn man das mal hier anschaut, könnte man auch Folgendes sehen. Eine Sekunde, meine Lieben. Wir haben nämlich hier ein bisschen eine 1, 2, 3, 4, ja 5, 6, also so hier in dem Bereich angelaufen. Das, ja, wenn man es jetzt vorsichtig sieht, 1, 2, 3, 4, 5, ja, irgendwo wäre das dann meiner Meinung nach hier oben fertig, irgendwo im 660er Bereich, 560, 6560. Und nach unten wären dann die Ziele, wie wir es auch eingezeichnet hatten, einmal die 6450 circa, das war ja das, was wir auch am Freitag noch gesehen haben, 6440, 6450 zur 6360, ja, da in dem Bereich. Also ich suche hier oben nochmal eine Short-Position, werde den wieder vergünstigen und nehme den Schwung nach unten mit. Nach oben sehe ich wenig Momentum. Dass wir hier nach oben weiter ausbrechen, ist da erstmal nicht gegeben. Dementsprechend, das sind so meine Handlungsdinge, die ich diese Woche machen werde. Ich mache noch ein Video bezüglich dem Thema Aktienempfehlungen. Da freue ich mich auch, wenn ihr zuschaut. Dementsprechend, wenn ihr auch irgendwas habt, bitte Bescheid geben. Wir hatten eine Interviewanfrage. Das sollten wir jetzt auch diese Woche mal drauf eingehen.
Eine Dame hat sich gemeldet, die mit uns mitgetradet hat und hat gefragt, ob sie ein Interview mit uns machen darf. Wir haben das natürlich zugesagt. Wir schauen jetzt, dass wir einen Termin hinkriegen. Dementsprechend will sie erzählen, wie das jetzt so bei ihr gelaufen ist. Und das scheint recht gut gewesen zu sein, weil sonst hätten wir sie ja nicht eingeladen, weil wir wollen ja nur positiv reden. Nein, wir stehen natürlich auch drauf auf negative Dinge. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, genau wie der Kollege letztens mit dem Mikrofon, vielen Dank. Ich habe das Ding bestellt, sollte am Dienstag, Mittwoch, sprich morgen, übermorgen da sein und wird dann auch in den Einsatz kommen. Ein Traum. Danke an euch. Ich wünsche eine erfolgreiche Trading-Woche, meine Lieben. Schönen Nachmittag, viel Erfolg. Eure Trade Street Boys. Ich bin der Steve. Grüße an Nico, der ist arbeiten, der hat ein bisschen Stress, aber wir wollen euch ja am Laufenden halten. Macht's gut. Viel Erfolg euch. Ciao.